Auf los geht's los. Heute wollte ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie man einen SRTLA Relay Server oder SRT Relay Server aufsetzt. Das sind halt mehr oder weniger zwei verschiedene Sachen. SRTLA mit diesem kleinen Gerät. Das werde ich dann wahrscheinlich als Teil 2 machen, wie man halt die passenden Server halt sich dafür aufsetzt, beziehungsweise Relay-Server halt sich dafür aufsetzt. Das werde ich jetzt mal versuchen, in einfachen Schritten euch zukommen zu lassen. Wir werden dafür ein Ubuntu nehmen und werden das Ganze mal auf einer Test-VM aufsetzen. Ich würde euch dann die Befehle, die man braucht, um sich solch einen Server aufzusetzen, im Discord hinterlegen. In der Abteilung, wo man halt drüber diskutieren kann, könnte ich diese Sachen hinlegen. Dann hättet ihr auch die Befehle. Ihr braucht sie euch halt nicht mühselig im Video halt abtippen oder so. Das muss halt nicht sein. Gut, dann werden wir mal loslegen. Wir werden bei diesem Video mal ein Ubuntu hernehmen und das Ganze über Hyper-V auf unserem eigenen Windows installieren. Bei dem SRTLA werde ich das Ganze mal in einem Rechenzentrum machen. Wenn ich dafür die Zeit finde, werde ich das dort mal halt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Man kann das aber auch mit anderen Programmen halt bewerkstelligen oder sich halt in einem Rechenzentrum eine virtuelle Maschine besorgen und. Als allererstes müssen wir uns ein Image besorgen. Von Ubuntu nehme ich jetzt in diesem Fall halt ein Server-Image. Und dazu gehen wir auf der Suchmaschine eurer Wahl halt das Ganze ein, Ubuntu Server, und dann findet man auch die Webseite. Ich werde wie immer die ganzen Links halt unter dem Video verlinken und ich hoffe, dass ich dran denke, dass ich den auch mit reinmache. Den mache ich mal in meinen File mit rein, damit das Ganze nicht verschütt geht. Diese Geschichte laden wir uns halt runter und ja, dann kommt tatsächlich schon Schritt 2. Unter Windows 10 Professional ist es kein Problem, sich den Hyper-V Manager zu installieren. Dazu gehen wir auf unsere Suchlupe oder Suchzeile, egal wie, und geben diesen Befehl ein und dann kommen wir bei den optionalen Features raus, die es halt unter Windows 10 Professional halt gibt, und dort brauchen wir nur den Haken hier oben reinsetzen bei Hyper-V, das Ganze bestätigen, einmal neu starten und schon haben wir Hyper-V installiert. Das Ganze geht natürlich auch für Windows 10 Home Edition. Da möchte ich euch aber bitten, eine Anleitung mal im Netz euch rauszusuchen. Habe ich leider nicht. Ich habe leider alle Versionen bei mir auf allen Rechnern. Ist die Pro-Version jeweils. Dementsprechend kann ich das euch jetzt momentan ad hoc auch nicht zeigen. Nachdem das Ganze installiert ist, schauen wir uns unter Aktionen halt die Möglichkeit mal an, einen virtuellen Switch hinzuzufügen. Das ist eine virtuelle Netzwerkschnittstelle. Dort gehen wir halt hin und sagen, okay, wir brauchen eine externe Schnittstelle, virtuellen Switch erstellen. Und dann geben wir dem Kind einen Namen. Ich mache das jetzt mal prophylaktisch, SRT. Werde das auch nicht bis zu Ende machen. Dann suchen wir uns die passende Netzwerkschnittstelle aus, die wir hier von der Sache her haben. Die richtige Hardware halt. Dementsprechend müssen wir uns hier raussuchen. Und dann gehen wir auf OK, anwenden, und dann wird die virtuelle Schnittstelle installiert. Im nächsten Schritt gehen wir hier oben rechts auf Neu virtuellen Computer, einen neuen virtuellen Computer hinzufügen, weiter. Ich sag mal, das Ganze wird jetzt ein YouTube-Test. Dann legen wir das Ganze fest, wo möchte ich das Ganze gespeichert haben. Da ich auf der C-Platte nicht mehr so viel Platz habe, nehme ich hier in diesem Fall die D-Platte und suche mir da den passenden Ordner aus.
in dem Fall halt passend DVM-Test, YouTube-Test, Ordner auswählen, dann sieht das Ganze so aus. Dann gehen wir halt auf Weiter, gucken uns die nächste Geschichte an. Ja, Generation 1 reicht für mich aus. 1 GB Arbeitsspeicher ist nicht viel, aber das sollte ausreichend sein. Dynamisch verwalten, okay, alles klar. Auf Weiter. Netzwerkschnittstelle hatten wir uns vorher eine Netzwerkschnittstelle angelegt im ersten Schritt. Ich nehme jetzt hier in dem Fall halt die Windows 10 Netzwerkschnittstelle. Dann gehen wir auf Weiter. Jetzt müssten wir uns eine vorhandene Festplatte halt auswählen oder eine neue virtuelle Festplatte erstellen. Dazu gehen wir wieder auf Durchsuchen und gucken. Aha, okay, alles klar, wir sind in dem richtigen Pfad. Die Größe, bei der Größe denke ich mal reichen 20, 25 GB aus, da muss nicht viel halt drin sein. Oder wir nehmen eine vorhandene Festplatte halt, wie gesagt, dafür, das kann natürlich auch gemacht werden. Oder man kann es auch irgendwie später zuordnen. Aber ich will euch das ja im Prinzip so zeigen, wie ihr das von der Sache her machen könnt. Also wir halten es fest, das Kind hat den Namen YouTube-Test in dem Pfad D bei mir halt, in dem Testverzeichnis halt drin. Und dann gehen wir unten auf Weiter. Installationsoptionen, relativ einfache Geschichte. Wir brauchen unser frisch runtergeladenes Ubuntu und dazu müssen wir halt ein Betriebssystem von einer startbaren CD- oder CD-ROM-Geschichte halt installieren. Wir gehen halt hin und suchen uns den passenden Pfad dafür raus. Dazu habe ich das Image halt von dem Ubuntu in mein Verzeichnis reingelegt, wo auch die VM mit rein soll. Also DVM-Test, YouTube-Test und dann liegt dort halt das ISO-File halt von Ubuntu rum. Und das wählen wir dann halt aus, indem wir halt auf Durchsuchen gehen, einmal draufklicken, öffnen und dann können wir im nächsten Schritt auf Weiter gehen. Wir kriegen hier noch eine Zusammenfassung angezeigt, die können wir eigentlich, wenn wir alles richtig gemacht haben, mehr oder weniger ignorieren. Dann drücken wir hier halt bloß noch auf Fertigstellen und das Ganze wird als solches erstellt. Das können wir hier dann mit einem rechten Mausklick starten und mit einem Doppelklick verbinden oder generell mit einem Doppelklick halt auf Verbinden gehen und dann starten. Und anschließend benutzen wir halt die Enter-Taste, weil wir wollen das Ubuntu halt installieren. Jetzt läuft ein bisschen was von der Installation halt durch. Das warten wir geduldig ab. Im nächsten Schritt werden wir dann halt die Sprache auswählen, die Tastatur auswählen, also von der Sprachgeschichte her. Und ja, dann schauen wir, dass wir gleich weitermachen. So, einmal wollen wir das Ganze auf Deutsch haben. Dann drücken wir wieder auf Enter, weil er hat erkannt, okay, deutsche Tastatur, alles super. Wir brauchen das Ganze als Ubuntu Server, das Kreuz ist oben drin. Drücken wir wieder auf Erledigt. Dann sucht er sich eine passende IP halt im Netzwerk raus via DHCP. Wir merken uns gleich die IP. Das ist die 192, 168, 178, 107. Dann haben wir das nachher im Prinzip einfacher, uns halt mit einem SSH-Programm drauf zu connecten. Und das Ganze dann halt, macht sich von der Sache her viel einfacher, als alles reinzuschreiben. Zeige ich euch aber gleich. Einmal auf Enter. Das Ganze ist dann halt erledigt. Proxy-Adresse brauchen wir halt nicht wieder auf Enter drücken. Wo soll Ubuntu die Updates herbeziehen? Lassen wir alles so. Einmal auf Enter drücken. Er möchte bitte die ganze Festplatte benutzen. Ja, richtig. Mit der Tab-Taste kommen wir halt hier weiter. Wir wollen daran nichts ändern. Wir machen das Ganze so lange, bis unten bei Erledigt alles grün ist und dann drücken wir wieder auf Enter. Hier in dem Fall soll er die ganze Platte halt benutzen, selber partitionieren, alles schicki machen. Drücken wir wieder auf Enter, Pfeiltaste nach unten fortfahren und dann kriegt das ganze Kind ein paar Namen und ein Passwort.
Um das Ganze zu vereinfachen, habe ich hier alle Sachen erstmal standardgemäß mit Ubuntu betitelt, ein Passwort vergeben und dann können wir mit der Tab-Taste weitergehen, bis unten das wieder grün aufleuchtet. Erledigt, einmal Enter. Wir brauchen jetzt hier in dem Fall keine Pro-Version. Wer das gerne machen möchte, kann es gerne machen. Wir drücken einmal Enter. Wir brauchen auf jeden Fall den SSH-Server. Wir können das Ganze im späteren Verlauf auch umbearbeiten, dass man sich mit einem Key dort einloggen kann. Hier sind wir lokal unterwegs, also der Zugriff von außerhalb ist hier halt nicht gestattet. Dementsprechend können wir das Ganze erstmal so lassen und auf Erledigt gehen und im nächsten Schritt auch mit der Tab-Taste auf Erledigt. Und schon sollte das Ganze installiert werden. Dauert etwas. Wir sehen uns beim nächsten Schritt wieder. Wenn das Ubuntu fertig installiert ist, steht hier in dem unteren Bereich jetzt Neustarten. Mit der Tab-Taste kommen wir dorthin und dann drücken wir auf Neustart. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Die CD-ROM ist noch als erstes dort zum Starten markiert. Das können wir im späteren Verlauf ändern. Wir machen einfach STRG C und dann wird das Ubuntu halt gestartet und wir kommen halt in der schwarzen Konsole an und ja, wir sehen uns dann im nächsten Schritt. Wenn die virtuelle Maschine das erste Mal gestartet ist, würde ich die ganze Geschichte mal umbearbeiten und der Geschichte sagen, okay, liebe virtuelle Maschine, wir fahren mal runter. Anschließend können wir nämlich dann in den Einstellungen die ganze Sache so bearbeiten, dass im BIOS von CD-ROM-Starten nach unten geschoben wird. Dann wird das Image halt rausgenommen. Das liegt dann halt nicht mehr als erstes drin. Und die nächste Geschichte, die wir jetzt hier dabei machen können, ist zum Beispiel, wenn der Computer neu gestartet wird, dass er praktisch automatisch die virtuelle Maschine mitstartet. Ich gebe dort meistens eine Verzögerung ein von 30 Sekunden. Und damit das Betriebssystem halt auch ordnungsgemäß die virtuelle Maschine halt runterfährt, wenn der Rechner mal neu gestartet wird, dort würde ich praktisch den Punkt hier ganz unten setzen, damit es auch normal runtergefahren wird und nicht einfach gestoppt wird, damit es halt zu keinen Fehlern kommen kann. Anschließend anwenden und das Ganze ist halt abgespeichert und die Maschine kann dann halt wieder gestartet werden. Auf OK. Dann rechte Maus drauf, starten. Um uns das Ganze dauerhaft halt ein bisschen zu vereinfachen, besorgen wir uns das Programm PuTTY. PuTTY Download bei Google halt eingegeben, kommt auch gleich der erste Link halt. PuTTY. PuTTY einmal auf Download drücken. Wir brauchen in dem Fall die 64-Bit-Version. Normalerweise hat eigentlich ja auch jeder eigentlich die 64-Bit-Version installiert, genau. Das kriegt man auch relativ leicht raus, indem man halt unter den Einstellungen halt guckt, bei System und Info. Dort sieht man halt, ob wir eine Windows 10 Pro Home oder 64-Bit und installiert haben. Dementsprechend müssen wir uns halt auch die PuTTY-Version aussuchen. In dem Fall 64-Bit, einmal installieren das Ganze. Das ist ein relativ kleines Programmchen. Er soll es halt in C ganz normal da installieren. Ja, bitte wollen wir. README brauchen wir jetzt nicht. Wir suchen uns das über die Suchlupe halt einfach raus und geben dort halt PuTTY ein. Einfach Enter und schon sind wir da, wo wir hin wollten. Wir brauchen halt die installierte Ubuntu-Geschichte. Das ist in meinem Fall die 192, 168, 178, 107. Tragen wir dort oben ein. Und das Kind kriegt einen Namen, SRT. Und dann gehen wir hier auf Speichern und schon ist das Ganze hier gespeichert unter SRT.
Portnummer 22 lassen wir jetzt erstmal so. Dann gehen wir auf Öffnen, kriegen die Abfrage, ob der Key genehm ist. Ja, wir akzeptieren das Ganze und loggen uns ein als User Ubuntu. Passwort wissen wir ja noch, müssen wir dann halt dementsprechend eingeben. Nicht wundern, das Passwort wird nicht angezeigt. Unter unter Linux, dort gibt es keine weitere Ausgabe. Einfach das Passwort eingeben und Enter drücken. Und schon sind wir in dem Ubuntu eingeloggt. Hier in dem Fall ist es so, dass wir halt mit dem User Ubuntu eingeloggt sind. Deshalb steht hier auch zweimal Ubuntu. Das reicht uns aber von der Sache her nicht aus. Wir müssen als Root-User dort halt rein. Dementsprechend geben wir dort ein sudo-i, Freizeichen nicht vergessen, Enter. Dann werden wir wieder aufgefordert, das Passwort einzugeben. Das ist in dem Fall tatsächlich das gleiche wie im Vorfeld. So. Jetzt werde ich mal noch den einen Befehl hier mit in die Liste aufnehmen. Nicht, dass wir da einen Fehler drin haben. Jetzt konfigurieren wir uns unser Ubuntu, dass es auch wirklich auf Deutsch ist. In Rechenzentren oder in anderen Geschichten kann es durchaus passieren, dass das manchmal nicht komplett konfiguriert ist oder nicht auf Deutsch konfiguriert ist. Ich möchte es jetzt in dem Fall auf Deutsch haben. Dementsprechend konfigurieren wir uns das Ganze. Wir sagen Europa mit der Pfeiltaste hoch runter kommen wir dorthin. Mit der Tab-Taste kommen wir auf OK. Suchen uns in dem Fall jetzt Berlin aus und sagen OK. Und schon haben wir die Location halt abgespeichert. Steuerung C, kopiere ich mir den nächsten Befehl mal rein. Und dort können wir halt die Sprachpakete vernünftig auswählen. Wir nehmen uns alle 3 deutschen Sprachpakete mit rein. Mit der Tab-Taste können wir, ist leider nicht zu sehen, mit der Tab-Taste können wir das Sternchen dort setzen. Gucken, ob wir das halt größer kriegen. Ja, das geht natürlich auch. So, halt mit der Leertaste können wir halt das Sternchen rein und rausnehmen, so wie wir das halt brauchen. Und dann kommen wir mit der Tab-Taste wieder auf OK. Dann werden wir noch gefragt, was ist Standard oder was soll Standard sein. In diesem Fall bitte UTF-8 DE, also die EDE UTF-8 auswählen, auf OK drücken und schon wird das Ganze umgestellt. Jetzt haben wir ja die ganzen Sprachen und alles fein säuberlich eingestellt. Jetzt werden wir halt den Rechner oder die virtuelle Maschine mal neu starten, damit es dort halt auch keine Probleme gibt, damit wir die Ausgabe auch vernünftig in unserer Sprache halt haben. Und ja, einmal Reboot eingeben. Hier oben können wir, wenn wir dort mit der rechten Maus draufklicken, die Session restarten. Und wir sind anschließend, wenn die virtuelle Maschine wieder hochgefahren ist, wieder vom Login her mit dem Ubuntu-User unterwegs und müssen dann von da aus wieder in den Root-User rein. Ich sage einfach mal Restart Session. So circa 10-15 Sekunden sollte man halt immer abwarten. Login als Ubuntu. Und das Passwort. Mit der Pfeiltaste nach oben kommen wir tatsächlich an den letzten Befehl rein, den wir eingegeben haben, sudo-i, und dann brauchen wir das Passwort halt nochmal. Und schon sind wir wieder als Root-User unterwegs. In dem nächsten Befehl passieren ein paar wunderliche Sachen. Ja, es gibt halt ein paar Updates fürs System. Das ist nicht wunderlich, sondern ein kleiner Spaß. Wir besorgen uns die neuesten Sachen, die es halt so gibt, und drücken einfach auf die Enter-Taste und schon wird das Ganze installiert. Wenn wir die ganzen 4 Updates installiert haben, machen wir
wieder einen Neustart. Das Ganze muss nicht sein, wäre aber schön, wenn wir das machen. Von der Sache her ist es ja immer praktisch, neue Sachen installiert zu haben, die ja ohne Sicherheitslücken hoffentlich so halbwegs sinnvoll sind. Zwischendurch kommt noch die Abfrage, ob irgendwelche Sachen neu gestartet werden sollen. Ich sage dann in der Regel eigentlich immer ja. Und wenn wir fertig sind, gibt es einen Reboot. So wie immer oben rauf gedrückt, Restart Session. Wir wollen uns wieder als Ubuntu-User einloggen und natürlich mit demselben Passwort. Und mit der Pfeiltaste nach oben kommen wir wieder an den Befehl ran. So, wir hatten vorhin einen Fehler gehabt. Systemctl Status Service. Wir gucken uns das Ganze mal an. Sieht gut aus, hat sich scheinbar wieder gefangen. Das war durch das Update. Also wie gesagt, Neustart ist definitiv halt sinnvoll. Anschließend installieren wir uns eine Reihe von kleinen Programmen und Hilfsprogrammen. Die möchte ich jetzt im Einzelnen nicht unbedingt auseinander dividieren. Einfach den Befehl reinhämmern und auf Enter drücken. Dann wird man nochmal gefragt, möchte man das Ganze ja, nein. Das haben wir mit dem -y dahinter gleich beerdigt, weil wir wollen das natürlich. Wir wollen im Prinzip die Sachen, die wir dort in dem Befehl haben, installieren lassen. Und wenn das Ganze fertig ist, müssen wir halt in dem Fall Feldtoban noch mit in den Autostart hinzufügen. Feldtoban ist ein Programm, welches ja bestimmten Schabernack halt unterbinden kann. Zum Beispiel der Login via SSH auf Root-Ebene oder generell der Login via SSH wird halt von dem Programm kontrolliert und abgefedert. Wenn dort irgendjemand versucht, mehrmalig sich falsch einzuloggen, wird derjenige halt dementsprechend blockiert. Wir warten ab, bis das Ganze fertig ist und dann kommt halt der nächste Befehl dafür. Bis gleich. So, anscheinend ist alles installiert worden. Wir machen mal Feldtoban auf Enable. Wird halt beim Neustart halt automatisch mit aufgeführt oder ausgeführt. Dementsprechend probieren wir das Ganze gleich mal aus. Wir haben ja ein paar Sachen neu installiert. Wir schicken die VM in einen Reboot und gucken uns anschließend an, ob Feldtoban auch ordnungsgemäß halt läuft. In der Oberfläche wieder angekommen, schauen wir uns mal an, ob Feldtoban auch ordnungsgemäß läuft. Alles grün, sieht schick aus, also können wir beim nächsten Schritt weitermachen. Wir brauchen ein paar Sachen von GitHub. Damit klonen wir von dem Guten die SRT-Geschichte und gehen in das Verzeichnis SRT rein. cd-SRT. Anschließend gibt es noch 2-3 kleine Befehle, um das Ganze zu installieren. Das dauert bei Make jetzt noch ein kleines bisschen. Wir sehen uns dann wieder, wenn das soweit fertig ist. Der nächste Schritt wäre dann halt die Installation. Leider habe ich hier keine SSD drin, es ist halt eine normale Festplatte, dementsprechend dauert das immer ein bisschen, aber egal. So, der nächste Befehl wäre dieser jener welcher. Und dann gehen wir von der Verzeichnisstruktur her eine Etage höher. Das erreichen wir mit CD, Freizeichen, Pünktchen, Pünktchen, Backslash. Dann besorgen wir uns ja ein paar Kleinigkeiten für den SRT-Server. Auch wieder Klon von GitHub. Dann gehen wir in das Verzeichnis rein
und machen mehr oder weniger das gleiche, wie wir gerade schon mal gemacht haben, allerdings mit dem SRTL Live Server. Dann gucken wir uns an, okay, sind wir in der richtigen Verzeichnisstruktur. Wir haben jetzt hier die SLS-Konfigurationsdatei. Daraus machen wir uns ein kleines Backup aus der Datei und legen uns eine neue SLS-Konfiguration an. Nano Freizeichen SLL.conf. Damit wird die Datei halt neu erstellt. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Hier oben ist der jeweilige Port, der benötigt wird für die Abfrage für unseren NoAlps, ob das Ganze halt auch eine gewisse Bitrate hat. Das kann man halt über den Port dann später abfragen. Hier sind die Listener-Ports und hier kommt praktisch eure Stream-ID rein. Ihr könnt halt diese vielen X halt dementsprechend umbearbeiten, damit ihr dort halt eine vernünftige Geschichte habt, wo ihr praktisch reinsendet und empfangen könnt halt über eure Stream-ID. Abgespeichert wird das Ganze relativ einfach, steht auch unten hier drin, Steuerung X. Wir wollen das Ganze modifizieren, machen nochmal einmal Y und sind fertig. Das erreichen wir, indem wir noch einmal LSA eingeben und gucken, ob das auch vorhanden ist. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Dementsprechend können wir weitermachen. Im nächsten Schritt gehen wir in das Verzeichnis bin rein, führen diesen Befehl aus. Und müssten diese Ausgabe von der Sache ja ungefähr erhalten. Mit Steuerung C können wir das Ganze abbrechen und dann wird das Ganze halt wieder beendet. Mit CD kommen wir ins Hauptwurzelverzeichnis von root rein. Das werden wir mal machen und dort gucken wir uns an, was haben wir dort für Dateien und Ordner halt rumliegen. Ja, okay, wir sind halt in dem Root-Verzeichnis, nur um zu gucken. Okay, so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt frisch angelegt das SRT-Verzeichnis, das SRT-Live-Verzeichnis und wir wollen jetzt eine Datei anlegen, damit das Ganze auch automatisch gestartet wird, wenn der Rechner oder der Server halt hochfährt. Das Ganze ist die SLS-SH. Mit diesem Inhalt einmal reingepostet, Steuerung X, ja, wir wollen das Ganze abspeichern, Enter und schon ist sie angelegt. Wir gucken nochmal nach, genau, wir haben die Konfigurationsdatei vorhanden und im nächsten Schritt machen wir das Ganze noch ausführbar. Danach gehen wir in das Verzeichnis etc systemd oder andersrum etc systemd System. Dort müssen wir noch eine Datei erstellen für den Service, damit das Ganze auch automatisch dann halt dementsprechend gestartet werden kann. Die Datei hat diesen Inhalt. Steuerung X, um das Ganze abzuspeichern. Zack und fertig. Als nächstes konfigurieren wir uns das so, dass das Ganze auch im Autostart sich dann befindet. Dazu reloaden wir unser Systemctl und starten den Service, den wir gerade angelegt haben. Dann gucken wir, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Ja, sieht gut aus, überall alles grün, ist running. Wenn das erledigt ist, können wir beruhigt sagen, okay,
es ist fehlerfrei, es scheint zu funktionieren. Wir gehen hin und sagen, wir möchten das im Autostart haben. Anschließend brauchen wir noch ein paar Ports, die wir freigeben müssen. Bitte beachtet, dass dort halt die Ports auch genommen werden, die ihr dort halt vergeben habt in der Konfigurationsdatei, wo ich vorhin erwähnt habe, dass die Ports dort halt stehen. Machen wir das jetzt mal einfach. Ich kopiere das Ganze halt dort rein. Ups. Und drücke einfach mal Enter. Und die Geschichte dabei ist, dass halt wichtig ist, dass ihr halt den letzten Befehl halt drin habt mit den IP-Tables -L, um zu gucken, okay, die passenden Ports sind dementsprechend geöffnet in eurer virtuellen Maschine. Ihr müsst halt dementsprechend auch die Ports im Router freigeben, Fritzbox oder ähnlich. Im Rechenzentrum kann es durchaus sein, dass dort eine Firewall vor einer virtuellen Maschine halt gesetzt ist. Dann müsst ihr halt die Ports halt dementsprechend auch durchrouten, damit die Sachen halt empfangen werden können. Damit die ganze Sache auch wirklich dauerhaft gespeichert wird. Es kann halt sein, dass es halt nicht immer so ist, dass die Sachen halt so gespeichert werden können. Installiere ich schnell noch mal ein kleines Programmchen. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass dieses Programmchen halt nicht installiert ist. Dementsprechend einfach mal die Enter-Taste drücken. Wir wollen das Ganze halt speichern. Und zusätzlich gebe ich nochmal den letzten Befehl ein, bevor wir rebooten, damit das auch wirklich alles funktioniert. Wir werden jetzt die Regeln nochmal separat halt abgespeichert und dann gibt es einen Reboot. Nachdem wir den Release-Server installiert haben, gehen wir hin in unser Larix und gehen dort halt in die Einstellungen auf Connections und sagen dort, wir brauchen eine neue Connections. In dem Fall nehmen wir das Ganze mal als YouTube-Test, damit wir hier auch eine Linie durchfahren. Wir brauchen als Adresse SRT Doppelpunkt und dann Schrägstrich die IP-Adresse von eurer virtuellen Maschine. Ich würde das jetzt erstmal im eigenen Netzwerk testen, wie man von außerhalb darauf zugreifen kann. Da hatte ich schon mal Videos gemacht. Bitte halt da mal reingucken. Man kann das Ganze halt über DynDNS oder ähnlich halt machen oder direkt auch über IP-Adressen, oder wenn man das Ganze in einem Rechenzentrum hat, kann man hier drin auch die jeweilige IP von dem jeweiligen Server im Rechenzentrum halt reinschreiben. In dem Fall belasse ich das jetzt mal bei einem Test im internen Bereich innerhalb meines Netzwerkes und zeige euch das, wie das Ganze zum Testen erstmal geht. Das ist die Adresse von der virtuellen Maschine. Wenn wir das dann soweit eingetragen haben, scrollen wir runter, bis wir zu dem Bereich Stream-ID kommen. Dort tragen wir die Stream-ID ein. Das ist in diesem Fall live-stream und wir erinnern uns vorhin an die vielen X, die ich dort gemacht habe. Das schreiben wir halt in die Zeile rein. Wir sehen uns gleich wieder. Sind die ganzen vielen X endlich eingetragen? Nein, bitte ersetzt das Ganze gegen ein Passwort eurer Wahl. Einfach auf die nach unten Taste einmal kurz drücken, so dass wir halt zum Bereich Abspeichern kommen können. Ihr findet die Adresse nicht. Das soll mir jetzt aber auch erstmal egal sein. Wir machen mal weiter und gucken, ob das wirklich so ist. Ja, tatsächlich ist mir hier ein Fehler vorne unterlaufen. Anstatt dem Punkt habe ich den Doppelpunkt genommen. Halt, stopp. Wir wollen ja hier nichts Falsches machen. Also die ganzen Doppelpunkte, die hier vorne sind, bitte gegen den Punkt ersetzen. Außer hinten bleibt der Doppelpunkt, weil das ist halt für den Port gedacht. Vorne bitte die Punkte reinmachen. Sorry, kann ja mal passieren.
Aber so ist es halt. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich von den Fehlern wegzuschneiden. Wieder mal auf Speichern gehen. Jetzt hat er das Ganze auch eingespeichert. Den Haken dort reinmachen. Dann gehen wir halt mal auf Zurück und versuchen mal, ob wir das Ganze auch streamen können. Wahrscheinlich geht das Ganze nicht. Ja, ist auch so, weil 2 Streams auf derselben Geschichte, das wird halt nicht funktionieren. Wir sehen uns gleich beim Einrichten von OBS wieder. Das wäre dann nämlich der nächste Schritt. In unserem OBS angekommen, legen wir uns eine neue Medienquelle an. Einmal draufgeklickt und dann sagen wir, das Ganze ist jetzt YouTube Test. Und das Ganze ist keine lokale Datei. Wir haben die SRT-Adresse von der virtuellen Maschine mit dem Port 8282 Live Stream und die vielen Xe. Und hier sagen wir noch wieder verbinden. Ja, 3 Sekunden. Datei schließen, wenn nicht, genau, einfach hier den Haken rein. Und so wie das Ganze ist, sagen wir mal abspeichern. Rein theoretisch sollte von meinem Handy jetzt auch ein Signal kommen. Es ist auch tatsächlich schon da. Ja, scheint alles wohlbehalten zu funktionieren. Super Sache. Von der Sache her ist das Ganze jetzt mehr oder weniger einsatzfähig. Jetzt braucht eigentlich nur noch von NoAlps die Konfiguration angepasst werden. In der NoAlps Config halt die Daten eintragen und dann geht das Ganze auch mit NoAlps, so dass der automatische Szenenswitcher funktioniert. Das wäre dann der nächste Schritt. Aus den vorhergehenden Videos wisst ihr ja, wie das Ganze mit dem NoAlps funktioniert, mehr oder weniger. Wir gehen in das Verzeichnis rein, wo wir die Konfigurationsdatei drin haben und diese bearbeiten wir nach diesem Schema. In dem Bereich halt mit der geschweiften Klammer und der geschweiften Klammer mit dem Komma hinter tragen wir unsere Sachen ein. In dem Fall ist das Ganze ein SAT Live Server mit der IP-Adresse aus dem lokalen Netzwerk mit Schrägstrich dahinter Stats mit dem Port 8181 wird hoffentlich funktionieren. Wir können das gerne aber auch mal überprüfen, ob das Ganze funktioniert, weil mein Handy macht nämlich in der Zwischenzeit schon fleißig irgendwelche komischen Sachen. Dazu nehmen wir uns den Firefox. So wie das Ganze immer ist, Murphys Gesetz, gibt es dann ein Update, aber was soll's. Wir sollten halt in dem Fall diese Ausgabe halt bekommen, wo wir halt schon sehen, dass tatsächlich hier irgendwas passiert, wenn ich das Handy sage, nö, ist nicht mehr und wir aktualisieren die Webseite, dann steht da bloß noch okay. Wenn ich dem Handy sage, okay, mach mal ein bisschen wieder was, dann sieht das Ganze so aus. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das hier funktioniert. Beim Publisher machen wir dort halt Live-Stream- die ganzen X-Geschichten, die wir dort halt eingetragen hatten. Dann als Name, in dem Fall frei wählbar, YouTube Test SAT haben wir einfach mal so gemacht. Priorität 1, bitte darauf achten, dass das Ganze halt nicht doppelt und dreifach vergeben wird. Also Priorität 1 in dem Fall. Der nächste Abschnitt hat Priorität 2. Das Ganze geht bei 0 los, wenn man es gerne machen möchte. Die 0 ist dann beim nächsten Mal dran. Das ist dann der SRTLA-Server. Und dann tragen wir hier halt die ganzen Szenen ein, die wir in dem OBS auch eingetragen haben. Einmal abspeichern das Ganze. Und siehe da, wie gesagt, das Bild ist ja halt da. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, ob wir einen Breitbandtest haben. Ja, genau, haben wir. Dann starten wir NoAlps und gucken, ob es dort keine weitere Fehlermeldung gibt. Das sieht bis hierhin ganz gut aus. NoAlps legen wir uns mal so hin, dass wir das auch beobachten können.
In unserem Chat geben wir jetzt Ausrufezeichen Start ein und schon ist der Stream am Starten. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe jetzt kein Internet oder ähnlich, dann passiert tatsächlich, dass das Ganze gestoppt wird und theoretisch müsste dann auch die Szene gezwitscht werden. Passiert auch. Ich habe jetzt der Offline-Szene im Prinzip nichts weiter Besonderes gegeben. Es ist ja auch halt nur zum Testen da. Dann sage ich dem Handy wieder, du mach mal wieder ein bisschen was. Das geht wieder ans Stream oder das Internet ist halt wiedergekommen. Und dann sollte das Ganze wie von Geisterhand tatsächlich auch wieder hier funktionieren. In diesem Sinne würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder ähnlich. Ne, da würde ich mich wirklich riesig freuen. Ich würde mich auch riesig freuen über einen Sub bei YouTube, bei Twitch Follower, muss man sich immer dran gewöhnen. Würde ich mich definitiv riesig freuen. Und im nächsten Video, denke ich mal, sollten wir SATLA halt mal auseinandernehmen bzw. aufsetzen. Und als nächstes könnte man sich dann mit der BELA-Box und der Einrichtung beschäftigen. Das ist auch eigentlich relativ easy. Wir schauen mal, wie meine Zeit so, wie das sich so verhält. Und dann werden wir mal gucken, dass wir eine kleine Serie machen über dieses kleine schnickliche Teil hier. In diesem Sinne, ein angenehmes Wochenende gewünscht und viel Spaß beim Reingucken hier. Und wie gesagt, es werden noch so 2, 3 Videos kommen. In diesem Sinne, ciao.